Wusstet ihr, dass die norddeutschen Mutzenmandeln anders sind als die aus dem Rheinland? Tja, legen wir erst einmal los. Ich bereite hier schon mal meine Küchenmaschine vor. Heute mal wieder mit der KitchenAid unterwegs. Die Teigpeitsche wird hier klar gemacht und schon kann die Schüssel mit dem Mehl schon mal hinein. Das genaue Rezept wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss. Die Prise Salz darf nicht fehlen, dann ein wenig Zucker und ein Ei von einem glücklichen Huhn. Wer das Ganze vegan haben möchte, schaut auch noch mal unten in die Beschreibung. Dahinter lege ich das natürlich gerne. Ein wenig Milch kommt noch hinzu, genauso wie die selbst hergestellte Hefe. Die ist richtig gut, vor allem wenn du zum Beispiel keine Hefe verträgst oder einfach weil du leckerer und gesünder leben möchtest. Wie das Ganze geht, erfahrt ihr oben rechts. Ich verlinke in der Playlist da nochmal das Video, wie ihr das sonst auch mit der herkömmlichen Hefe macht. So, wenn der Teig schön durchgeknetet ist, dann deckt ihr ihn ab und lasst ihn ruhen, bis er sich verdoppelt hat. Wenn das soweit ist, könnt ihr ihn einmal schön durchkneten mit der normalen Hefe, also mit der selbst hergestellten Hefe, nicht mit der herkömmlichen, langweiligen Hefe, sondern mit der guten, selbstgemachten, geht es circa 8 bis 10 Stunden. Das heißt, ihr könnt den Teig zum Beispiel früh morgens ansetzen oder am Abend vorher und lasst ihn dann bis zum Nachmittag, wenn ihr das dann zum Beispiel benötigt, im Kühlschrank ruhen. Wer das Ganze schneller haben möchte, gibt noch 1 bis 2 Esslöffel Lievito Madre hinzu. Und ich habe jetzt den Teig ein bisschen rund gewirkt und merke einfach, als ich jetzt hier ein bisschen das Ganze mit Mehl bestäube, dass der ein bisschen fest ist. Dann lässt er sich nicht gut ausrollen. Das heißt, ich habe ihn dann noch mal 10 Minuten mit so einer Schüssel abgedeckt und jetzt kann man es vielleicht erkennen, dass der jetzt schon weicher ist und sich dadurch dann besser ausruhen lässt. Vielleicht kennst du das, ja, dass du versuchst, einen Hefeteig auszurollen und der immer wieder sich zusammenzieht. Dann einfach liegen lassen, ganz kurz nichts machen, so circa 10 Minuten. Danach klappt das Ganze wieder. Ich habe das jahrelang gar nicht gewusst, bin irgendwann durch Zufall mal drauf gestoßen. Also das hilft wirklich. Immer erst einmal ruhen lassen. Den Teig rolle ich jetzt schön dünn aus. So circa 0,3 bis 5 Millimeter sind das circa. Also wirklich schön dünn ausrollen. Ich habe hier jetzt mein normales Nudelholz genommen. Ich habe so blöd Platz, wenn die Kamera läuft, deswegen nicht wundern. So, und wenn das ausgerollt ist, könnt ihr schon den Topf hier mit dem Öl einmal erhitzen. Mit dem Teigroller könnt ihr dann ganz einfach Quadrate oder Rauten hier einmal ausschneiden. Die rheinische Variante ist ein bisschen anders, schon alleine von der Form. Das sind nämlich dann so Tropfen. Da gibt es extra solche kleinen Förmchen oder man macht das dann mit so einem weichen Teig, den man mit einem Löffel absticht. Falls euch das interessiert und ihr Lust habt, das mal zu sehen, dann zeige ich euch das gerne. Dass es tatsächlich einen Unterschied gibt, wusste ich vorher gar nicht, weil ich kenne als Nordlicht tatsächlich nur die norddeutschen Mutzenmandeln, die heißen bei uns so, obwohl sie gar nichts mit Mandeln zu tun haben. Da sind keine Mandeln drin und sie haben auch nicht die Form einer Mandel. Von daher ein bisschen irreführend. Ganz korrekt müsste man sagen Schmalzgebäck. Aber wie gesagt, bei uns sind die als Mutzmandeln bekannt und sie sind so lecker, frisch frittiert mit ein bisschen Puderzucker. Das heißt, falls ihr es nicht auf den Weihnachtsmarkt schafft oder einfach das mal so zwischendurch genießen möchtet, es ist wirklich super einfach. So ähnlich wie die kasachischen Bawasaki, die ich euch mal gezeigt habe. Das Video verlinke ich euch auch noch mal oben rechts unter dem i. Und falls du noch mehr leckere Rezepte sehen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal kostenfrei, gib mir einen Daumen hoch und teile die Videos, damit auch jeder andere das mitbekommt, was für leckere Rezepte es hier gibt. Das Öl ist dann soweit, wenn Bläschen am Stäbchen hochsteigen und dann vorsichtig bitte das Öl hinein die Häppchen, also die Mutzmandeln reinfließen lassen. Ich habe das sonst später so gemacht, als dann meine Kelle schon mit Fett war,
habe ich dann die verschiedenen Mutzmandeln da drauf gelegt und dann vorsichtig in das Öl getunkt. Also für diejenigen, die da vorsichtiger sind, macht das tatsächlich Sinn. Wichtig ist immer schön runterdrücken. Je länger der Teig ausgerollt dort liegen bleibt, desto mehr Luftblasen bilden sich und dann kann es tatsächlich sein, dass die eine Seite schön braun wird und die andere Seite sich nicht umdrehen lässt. Also, ihr könnt das nicht wenden, weil die Luft auf der einen Seite das verhindert. Hier vorne könnt ihr das erkennen. Ich hoffe, ihr seht das hier genau. Hier steigt so eine schöne Luftblase gerade hoch und das lässt sich dann nicht mehr wenden, weil da einfach Luft drin ist. Testet es aber unbedingt mal aus. Es ist wirklich ein super leckeres Rezept und wie gesagt, wenn ihr das andere sehen möchtet, lasst es mich wirklich gerne wissen. Ich probiere so gerne neue Sachen für euch aus. Im Moment ist meine Liste aber unheimlich lang, deswegen habt da bitte Geduld und falls ihr exklusive Rezepte vorab haben wollt, schaut mal unten in die Beschreibung. Da ist nicht nur das Rezept, die vegane Variante und mein Equipment, was ich euch empfehlen kann, sondern da steht das auch noch mal mit der Mitgliedschaft, wo ihr das dann noch mal exklusiv vorab bekommt. So, wenn die Mutzenmandeln schön goldbraun sind, dann könnt ihr sie vorsichtig rausheben und auf ein Küchenkrepp geben, also einfach diese Küchentücher. Zur Sicherheit decke ich den Topf wieder ab, damit da nicht irgendwas reinfällt oder eins der Kinder reingreift versehentlich. Dann habe ich sie hier so ein bisschen in so Schälchen drapiert, weil wir da diese Tütchen da gar nicht haben und deswegen schön in eine Müslischale mit so einer kleinen weihnachtlichen Serviette ein bisschen Puderzucker drüber streuen und am besten noch heiß genießen. Also ihr seht, es ist wirklich ein richtig schönes, einfaches Rezept. Das langwierigste war tatsächlich nur das Frittieren. Ansonsten der Teig ist schnell gemacht, geht einfach auf, da müsst ihr nicht dabei stehen. Ein wenig ausrollen, ein bisschen mit der Teigrolle einmal zuschneiden und schon könnt ihr so etwas Leckeres zu Hause genießen. Guckt euch das an. Ich wünsche euch auf jeden Fall Spaß. Ich probiere diese hier jetzt. Die sind einfach so lecker. Ich liebe das. Und in diesen Videos sehen wir uns schon wieder. Ich freue mich riesig auf euch und sende euch ganz liebe Grüße. Eure Emma.